Hallo. Um möglichst viele Teilnehmer für eine Umfrage zu gewinnen, kann es ein Weg sein, die Teilnahme zu incentivieren, also beispielsweise einen Gutschein am Ende der Teilnahme auszugeben, sozusagen eine kleine Belohnung für die Teilnahme, um dadurch halt mehr Teilnehmer akquirieren zu können. Und wenn Sie das vorhaben, wenn Sie eigene Gutscheincodes in Ihrer Umfrage platzieren möchten oder am Ende für die Teilnahme ausgeben möchten, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das mit Easy Feedback umsetzen können. Wir haben jetzt hier einmal wieder unsere kleine Demo-Umfrage. Da ist jetzt nicht viel Inhalt drin, darum geht es jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt einmal direkt in die Einstellung rein, denn hier befindet sich die Gutscheincode-Funktion. Und da ist es so, dass Sie jetzt hier einmal Ihre eigenen Gutscheincodes hochladen. Wenn Sie ein Kassensystem haben mit individuellen Codes oder Codes, die Sie benötigen, dann können Sie die da exportieren. Sobald Sie das in der Excel-Datei haben, können Sie hier über Datei auswählen, Ihre Excel-Datei auswählen, fügen das Ganze hinzu und dann sehen Sie hier Ihre Codeliste bzw. auch das Datum, wann Sie die Codes hochgeladen haben. Ganz wichtig ist, setzen Sie den Status auf On, ansonsten wird die Funktion nicht ausgeführt. So, jetzt haben wir als erstes die Gutscheincodes in Easy Feedback hochgeladen. Jetzt brauchen wir einen Platzhalter, um diese in der Umfrage oder über die E-Mail-Antwort, zeige ich Ihnen gleich noch, auszugeben. Und dieser Platzhalter ist einfach eckige Klammer auf, Gutscheincode, eckige Klammer zu. Den kopiere ich mir jetzt und jetzt kann ich in den Fragebogen zurückgehen und kann an jeder beliebigen Stelle, also ich könnte auch rein theoretisch auf der Begrüßungsseite den Gutscheincode ausgeben. Das macht aber keinen Sinn. Wir wollen ja erst die Belohnung rausgeben, sobald er die Teilnahme beendet hat. Und dafür habe ich jetzt schon mal hier auf der Abschlussseite den Gutscheincode eingefügt, also den Platzhalter dafür. Das heißt, dort wird der Gutscheincode ausgegeben und das können wir jetzt auch einmal testen. Dazu gehen wir zum Bereich Teilnehmer einladen, öffnen die Umfrage. So, wir gehen in die Umfrage, wir beantworten mit einer Antwort und kommen jetzt auf die Abschlussseite und dann sehen wir, hier wurde der Gutscheincode ausgegeben. Wenn wir jetzt zurückgehen in die Einstellungen zum Bereich Gutscheincodes, dann sehen wir auch, wurde am 13.05. um 9:25 Uhr ausgegeben. Sie können auch diese Liste exportieren, um das mit Ihrem eigenen System wieder abzugleichen oder ähnliches. Das ist nun die eine Möglichkeit, dass Sie am Ende der Umfrage den Code ausgeben. Wenn dem so ist, dann muss der Teilnehmer sich den von hier aus irgendwie abspeichern, runterladen, einen Screenshot machen oder. Die Alternative wäre noch, dass Sie Ihnen eine E-Mail zusenden im Anschluss an die Teilnahme. Und dafür haben wir ja die Funktion E-Mail-Antwort. Die einzelnen Details zeige ich nochmal in einem anderen Video. Hier ist es dann so, dass wir an den Teilnehmer eine E-Mail senden und die E-Mail, die wir an den Teilnehmer senden, können wir ebenfalls mit dem Gutscheincode Platzhalter bestücken. So, ich kopiere das einmal raus. Vielen Dank für die Teilnahme in der Umfrage. Folgend Ihr persönlicher Gutscheincode für den nächsten Einkauf bei uns. So, und dann setze ich den Gutscheincode dorthin, kann das natürlich auch wieder ein bisschen prominenter gestalten, wie auch immer. Genau, das funktioniert jetzt nicht, hier fehlen die Absenderangaben, aber das ist das Prinzip dahinter. Das heißt, wir können diesen Platzhalter, Gutscheincode an jeder beliebigen Stelle benutzen und dann wird das System an der Stelle die Codes ausgeben. Das System wird so lange Codes ausgeben, bis diese Liste leer ist. Sobald die Liste leer ist, werden die Platzhalter nicht mehr befüllt, sondern bleiben einfach leer stehen. Man sieht sie halt auch nicht. Sollten Sie darauf achten, immer genügend Codes hier hochgeladen zu haben, solange die Umfrage aktiv ist, damit halt auch immer welche ausgegeben werden können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Erfolg mit Ihrer Umfrage.